Hallo liebe Hühnerfreunde, ich stehe hier vor meiner neuen Hühnerstall 2.0 Version mit einem Quadratmeter Innenfläche. Dieser Stall ist circa für 5 Hühner geeignet und in diesem Stadion ist er durch diese roten Griffe auch noch transportfähig. Und nun ist er fertig. Ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt, wie ich diesen Stall gebaut habe und anschließend gehen wir gemeinsam alle Details durch. Ich wünsche euch viel Spaß. So wie bei den meisten Bauwerken beginnt es auch hier mit ein paar Stücken Holz. Ich zeige euch hier ein paar Fotos, wie der Stall nach und nach entstanden ist. Ich bekomme relativ oft die Frage, ob ich nicht auch eine Bauanleitung anbieten kann, und auch hierfür wurden diese Fotos gemacht. Diese genaue Bauanleitung, auch mit Zentimeterangaben, wird dann auf meiner Webseite verfügbar sein. Das Grundgerüst ist relativ schnell zusammengeschraubt. Hier werden gerade die Fassadenplatten angeschraubt. Diese haben einfach den riesen Vorteil, dass sie sehr leicht zu reinigen sind, auch mit einem Hochdruckreiniger, und es entstehen durch die Größe der Platten auch sehr wenige Spalten. Die Öffnungen für den Hühnerschlupf und für die Lüftungen sind fertig und hier befestige ich auch schon die Inneneinrichtung. Und zwar die Halterungen für die milben, unfreundlichen Sitzstangen und auch für das große Familienlegenest. Das Futter und die Tränke haben dann vorne beim Fenster Platz. Jetzt wird auch schon das Dach angebracht. Beim Dach und beim Boden habe ich mich für Siebdruckplatten entschieden, da diese auch sehr wasserabweisend sind und auch sehr leicht zu reinigen. Weiter geht es mit dem großen Fenster und der Außenverkleidung. Bei diesem Stall habe ich mich für Fichtenholz entschieden und für die Dämmung benutze ich Zellulose. Das soll laut meinen Recherchen relativ nachhaltig sein und somit gut für die Umwelt. Dann werden hier noch die restlichen Löcher für die Lüftung gebohrt und die restlichen Seiten werden noch gedämmt und verkleidet. Die Außenverkleidung ist soweit fertig. Das Dach bringe ich dann direkt am Aufstellungsort an, um hier Gewicht zu sparen. In dieser Form kann man den Stall gerade noch so mit 2 Personen transportieren. Mit Hilfe dieser roten Griffe hier im Bild. Am Aufstellungsort wird dann das Dach fertig gemacht, jeweils 3 Bretter anschrauben, dann die Dämmung einfüllen und das geht so lange, bis man oben angekommen ist. Die Dämmung im Dach ist meiner Meinung nach besonders wichtig, damit sich der Stall im Sommer nicht so aufheizt. Danach wird Dachpappe angetackert und über die Dachpappe kommt dann das Blechdach. Hier gibt es natürlich viele Farbvariationen und es ist wichtig, das Dach ein paar Zentimeter über das Holz überstehen zu lassen. Jetzt bringe ich Halterungen für die Dachrinne an. Nächster Schritt ist die automatische Hühnerklappe. Auch hier gibt es viele verschiedene Fabrikate und Größen zur Auswahl. Bei geschlossener Hühnerklappe dient dieser Rohrlüfter als Zuluft und bei geöffneter Klappe dient natürlich die Klappe selbst als Zuluftöffnung. Jetzt kommen wir wieder zu den bewegten Bildern. Es wird Zeit für einen kleinen Rundgang. Man sieht, das Dach ist nicht ganz fertig. Der Stall steht hier nur zum Zwecke des Videos und wird nachher wieder abgebaut. Der Vorteil von diesem Stall ist, dass man diesen einwandfrei auf Stelzen stellen kann und den Raum unterbei somit perfekt als Scharraum, Sandbad, Sonnendeckung nutzen kann, oder man kann Räder montieren und ihn somit zu einem mobilen Hühnerstall umfunktionieren. Wenn man eine gerade Fläche hat, ist diese mobile Lösung sicher optimal. Dieser Stall ist aufgrund seiner Größe natürlich auch optimal als Kükenheim geeignet. Einzig die Stelzen würde ich dann nicht zu hoch machen. Hier nochmal die Lüftung, die Zuluft weiter unten angebracht und die Abluft auf der anderen Seite weiter oben. Kommen wir nun zum Innenraum. Hier schön zu sehen das große Familienlegenest. Hier ist es wichtig, dieses auf keinen Fall höher als die Sitzstange anzubringen, da sie sonst dort schlafen würden. Oben im Bild 2 Steckdosen für zum Beispiel eine Tränkenheizung. Und jetzt sieht man die Kippfunktion vom Fenster. Das ist natürlich optimal, wenn man im Sommer zusätzlich lüften kann. Die Legenester kann man sehr leicht entnehmen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, um sie einfacher zu reinigen. Diese sind ursprünglich als Pferdetröge gedacht, machen sich aber meiner Meinung nach auch perfekt als Legenester. Nun kommen wir schon zu der speziellen Sitzstange. Zur hinteren Wand würde ich euch einen Abstand von 35 cm empfehlen und zur Seite ca. 7 bis 10 cm.
Diese Cupcake-Förmchen sollen als Milbenfallen dienen. Diese sind sehr einfach zu reinigen, man kann dann zum Beispiel Kieselgur oder Öl einfüllen und somit macht man es den Milben schwerer, zu den Hühnern zu gelangen. Und die Montage an der Wand hat den Vorteil, dass man den kompletten Boden frei hat und diesen somit auch einfacher reinigen kann. Bei dem Holz der Sitzstangen ist es ganz wichtig, dass ihr die Ecken abrundet, da dies für die Hühner angenehmer ist. Hier nochmal die Steckdosen. So etwas ist immer nützlich, wenn man das im Stall hat, sei es für eine Beleuchtung, für die Tränkenheizung oder auch für die automatische Hühnerklappe. Diese muss man natürlich vom Strom nehmen, wenn man den Stall mit einem Hochdruckreiniger reinigen möchte. Hier jetzt zu sehen die Dichtungen, die ich überall am Boden angebracht habe. Und wenn man bei den Spalten zwischen den Fassadenplatten manchmal nicht so genau gearbeitet hat, kann man sich hier natürlich auch mit Silikon noch helfen. Der Stall hat Innenmaße von 1,20 Meter zu 90 cm. Ich hatte zuerst Sorge, dass diese 90 cm zu viel sein könnten, aber durch das große Fenster kommt man überall schön hin. Und wenn man den Stall auf Stelzen stellt, muss man sich nicht mal bücken. Hier empfehle ich eine Höhe von ca. 80 cm. Und wie gesagt, wenn ihr dies als Kükenstall benutzen wollt, würde ich ca. 30 cm empfehlen. Der Stromanschluss schaut dann unten beim Stall raus und die Dachrinne hat die weitere Funktion, dass man sich am scharfen Blech nicht schneidet. Jetzt zeige ich euch mit der Hand, wie man zum Beispiel eine Hühnerleiter anbringen könnte. Und wir machen gemeinsam einen Blick durch den Hühnerschlupf. Wenn euch interessiert, wie ich diese Holzgravur rechts neben dem Fenster gemacht habe, könnt ihr euch gerne Hühnerwelt 28 ansehen. Diese Schilder stelle ich selber her und verkaufe diese auch. Dieser Stall geht nun in die Serienproduktion. Neben meinem großen Stall mit 2,5 Quadratmeter, den ihr vielleicht schon kennt aus Hühnerwelt 18 und 19. Aber gerade die Möglichkeit bei diesem kleinen Stall, das Ganze auf Räder und auf hohe Stelzen zu geben, finde ich besonders toll. Dieser Prototyp wird bei mir auch gleich verkauft und bei den zukünftigen Bestellungen kann man sich natürlich aussuchen, ob man hier zum Beispiel eine Lärchenverschalung haben möchte oder wie die Dachfarbe sein soll. Und jetzt würde mich noch eure Meinung interessieren. Was haltet ihr von dem Stall? Habt ihr vielleicht noch ein paar Tipps für mich? Bitte schreibt es in die Kommentare. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao!